Hier ist der Kanal von Dr. Phil A.P. Meine Schwerpunkte: Pädagogik, Philosophie und Geschichte. Willkommen zur Playlist Biopolitik. In dieser Serie erfährst du mehr über Konzepte, die Politik und Leben verbinden. Hallo und herzlich willkommen. Heute nehmen wir uns eine wirklich große Idee vor, und zwar Michel Foucaults faszinierendes Konzept der Biopolitik. Also, stellen Sie sich mal vor, was wäre, wenn moderne Macht nicht einfach nur Nein sagt, also verbietet, sondern ihr Leben ganz aktiv managt und sogar optimiert? Genau das ist die provokante Kernidee von Foucault. Er sagt, im 18. Jahrhundert ist eine völlig neue Art von Macht entstanden. Und diese Macht konzentriert sich nicht mehr darauf zu bestrafen, sondern darauf, das Leben zu fördern. Okay, damit wir da voll durchsteigen und auch sehen, was das heute noch für uns bedeutet, gehen wir das Ganze mal in 5 Schritten durch. Wir fangen an bei dieser neuen Art von Macht, schauen uns an, was ein Dispositiv ist und landen am Ende bei der Frage nach dem Widerstand. So, fangen wir mal an. Und der erste Punkt ist gleich ein ziemlich radikaler Perspektivwechsel. Foucault hat nämlich erkannt, moderne Staaten hatten plötzlich ein ganz neues Interesse. Es ging nicht mehr nur darum, ob die Leute gehorsame Untertanen sind. Nein, auf einmal ging es um ihre Körper, um ihre reine biologische Existenz. Man könnte fragen, warum auf einmal dieser Wandel? Ganz einfach, die aufstrebenden Industrienationen brauchten gesunde und vor allem produktive Arbeitskräfte. Und genau hier liegt der Kern der Sache. Zum allerersten Mal in der Geschichte wurde das Biologische politisch. Also ganz konkrete Dinge wie die Gesundheit der Menschen, Geburtenraten, die allgemeine Lebenserwartung, all das wurden plötzlich zentrale Themen für die Regierung. Es ging nicht mehr nur um Gehorsam, sondern, wie gesagt, um die Optimierung des Lebens der gesamten Bevölkerung. Um aber wirklich zu kapieren, wie revolutionär das war, müssen wir uns mal anschauen, wie Macht vorher funktioniert hat. Und hier auf dieser Folie sehen wir es ganz deutlich. Das ist eine komplette Umkehrung der Logik. Die traditionelle souveräne Macht, also die Macht des Königs, die basierte auf dem Recht, über den Tod zu entscheiden, also jemanden hinrichten zu lassen oder eben nicht. Die neue Biomacht dreht das komplett um. Sie rechtfertigt sich dadurch, dass sie das Leben erhält und fördert. Ihr Recht ist es, Leben zu machen oder sterben zu lassen. Okay, aber wie funktioniert diese Macht über das Leben jetzt ganz praktisch? Foucault hat da 2 zentrale Strategien ausgemacht. Und die wirken zusammen. Man kann sie sich vorstellen wie die 2 Seiten einer Medaille. Da haben wir zum einen die Mikroebene. Foucault nennt das Anatomopolitik. Hier geht es wirklich um den einzelnen Körper. Darum, ihn zu disziplinieren, zu trainieren, ihn effizient zu machen, ihn quasi in eine nützliche Maschine zu verwandeln, die dann in der Schule, in der Fabrik oder in der Kaserne funktioniert. Und dann, als Gegenstück, gibt's die Makroebene. Das ist die Biopolitik im engeren Sinne. Hier nimmt die Macht nicht den einzelnen Körper in den Blick, sondern die Bevölkerung als Ganzes. Mit Werkzeugen wie Demografie und Statistik wird der gesamte Bevölkerungskörper verwaltet und gesteuert. Also zum Beispiel Geburtenraten und Gesundheitsniveaus. Und jetzt kommt der Clou, wie diese beiden Ebenen miteinander verbunden sind. Foucault sagt, die Sexualität wird hier zum entscheidenden Scharnier. Warum? Weil die Kontrolle des individuellen Sexualverhaltens, also die Mikroebene, zum wichtigsten Mittel wird, um die Gesundheit, die Geburtenrate und damit das Wachstum der gesamten Bevölkerung, die Makroebene, zu regulieren. Ziemlich clever, oder? Jetzt ist es aber wichtig zu verstehen, dass diese Machtmechanismen nicht einfach so im luftleeren Raum existieren. Sie sind Teil von etwas viel Größerem, einem ganzen Netzwerk, das Foucault Dispositiv genannt hat. Man kann sich das ein bisschen wie das Betriebssystem der Macht vorstellen. Ein Dispositiv ist also nicht einfach nur eine einzelne Institution, wie zum Beispiel ein Gefängnis oder eine Schule. Nein, es ist viel mehr. Es ist das gesamte Geflecht aus Beziehungen zwischen ganz unterschiedlichen Elementen, die alle zusammenwirken, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Schauen wir uns mal die Elemente an, die dazu gehören. Da haben wir Institutionen, klar wie Krankenhäuser oder Schulen, aber eben auch die Diskurse, also die Art, wie wir über Dinge reden, zum Beispiel wissenschaftlich oder medizinisch. Dann Gesetze, Vorschriften, ja sogar die Architektur von Gebäuden. Um beim Beispiel Krankenhaus zu bleiben, das Dispositiv ist hier wirklich der gesamte Apparat, vom Gebäudeplan über die geltenden Hygienevorschriften bis hin zum Wissen der Ärzte. Alles zusammen wirkt darauf hin, Gesundheit und Leben zu managen. Okay, aber
das ist nur die eine Seite. Denn wenn das Leben genau der Punkt ist, an dem die Macht ansetzt, dann ist es, so Foucault und auch andere nach ihm, logischerweise auch der Punkt, an dem der Widerstand beginnen muss. Und hier wird's jetzt richtig spannend. Das Zitat von Antonio Negri bringt es auf den Punkt. Biopolitik hat nämlich eine doppelte Bedeutung. Es ist nicht nur die Macht des Staates über das Leben, es ist auch die Macht des Lebens selbst, sich dieser Kontrolle zu widersetzen, seine eigene kreative Kraft zu entfalten. Und das ist die zentrale Erkenntnis für uns. Das Leben selbst, das die Macht verwalten und kontrollieren will, wird zur Grundlage für politischen Kampf. Die Forderung nach Gesundheit, nach Wohlbefinden, nach neuen, selbstbestimmten Lebensweisen, das alles wird plötzlich zu einer Art politischer Waffe, die sich gegen genau das System richtet, das sie ursprünglich kontrollieren wollte. Und das bringt uns zu einer letzten, ziemlich nachdenklichen Frage. Wenn unsere eigene Biologie, unser Körper, zu einem politischen Kampffeld geworden ist, wie entscheiden wir dann, wie wir unser eigenes Leben gestalten wollen? In dieser Welt der Biopolitik ist nämlich jede noch so persönliche Entscheidung über unsere Gesundheit, unseren Körper, unseren Lebensstil politischer als vielleicht je zuvor.